So, heute werden wir uns damit beschäftigen, die Ventile bei unserem Golf neu einzustellen. Für das Einstellen der Ventile braucht der Zylinderkopf eine Temperatur von mindestens 35 Grad. Erfahrene Väter testen das so. Es geht aber auch so. Unser Golf hat einen 1,1 Liter Motor mit Schlepphebeln. Das heißt, hier sind keine Tassenstöße verbaut, sondern Schlepphebel, die über Schrauben eingestellt werden. Für diese Arbeit brauchen wir einige Spezialwerkzeuge. Eine Abstandslehre zur Messung des Ventilspiels, einen langen 7er Imbus, sehr seltene Größe, zum Einstellen der Ventile, zum Durchdrehen der Kurbelwelle eine 19er Stecknuss und zum Öffnen der Ventilhaube ein 10er. Normalerweise ist dieser Arbeitspunkt ein Bestandteil des Services, aber man wird meist durch eine undichte Haubendichtung erinnert. Wir lösen die Schrauben vorsichtig von außen im Zickzack nach innen. Dann weiter öffnen. Beim Abnehmen der Zylinderhaube müssen wir vorsichtig sein, auf keinen Fall mit Werkzeugen dazwischen und jetzt so, dass die Dichtung möglichst am Motor hängen bleibt. Die Dichtung war schon wieder mehrfach gerissen. Nun muss man fürchterlich aufpassen, hier sind kleine Aluminium-Abstandshalter in der Dichtung, die dürfen auf keinen Fall in den Kopf fallen. Die losen entferne ich mit der Pinzette. So, das ist der Scharlot. So, die Nockenwelle ist in einem guten Zustand. Man sieht noch fast keine Einlaufspuren auf den einzelnen Nocken. Das werden wir uns beim Einstellen nochmal im Detail anschauen. Die Anordnung bei einem deutschen Motor ist immer von der Stirnseite aus gesehen: Zylinder 1, Zylinder 2, 3, 4. Einlass, Auslass, Einlass, Auslass, Einlass, Auslass, Einlass und wieder Auslassventil. Die Stellschrauben sitzen jeweils hier auf den Federklammern. Das Spiel der Einlassventile wird auf 0,15 bis 0,20 mm eingestellt. Die Auslassventile bekommen 0,25 bis 0,30 mm. So, hier ist eine Markierung. Wenn die Markierung an der rechten Kante steht, steht der Motor auf OT. Nun haben wir aber den falschen OT erwischt, weil die Ventile sind hier beim Aufmachen. Das heißt, wir sind auf Zünd-OT von Zylinder 4. Das heißt, ich drehe die Kurbelwelle nochmal eins weiter. Das muss ich nochmal, bis ich die Markierung wieder treffe. Die Nocken von Zylinder 1 stehen seitlich weg jeweils. Jetzt können wir Zylinder 1 einstellen. Die Sache funktioniert nun so, dass das 0,15er Blatt durchgehen muss, ohne großen Widerstand, während das 0,20er Blatt nicht mehr durchgehen darf. Somit ist das Ventilspiel auf 0,15 eingestellt. Die Auslassventile haben ein anderes Maß. Hier muss das 0,25er frei durchgehen und das 0,3er stecken bleiben. Funktioniert auch. Die Kurbelwelle wird eine halbe Umdrehung weitergedreht. Nun ist Zylinder 3 an der Reihe. 0,15 müssen durch das Einlassventil passen, aber 0,2 müssen stecken bleiben. Für das Auslassventil sind es 0,25 und 0,3. Nach einer halben Umdrehung kommt nun Zylinder 4 an die Reihe. Das Spiel wiederholt sich. 0,15 müssen durchs Einlassventil passen, 0,2 stecken bleiben, 0,25 passen durchs Auslassventil und 0,3 stecken fest. Weiter. Jetzt ist noch Zylinder 2. So weiter. Alles in Ordnung. Wir müssen kein Ventil einstellen, aber ich möchte euch trotzdem verraten, wie es geht. Man nimmt bei dem entsprechenden Ventil den Hebel mit dem langen 7er Imbus, steckt ihn hier ein und kann nun drehen. Dreht man im Uhrzeigersinn, wird das Ventilspiel größer. Dreht man gegen den Uhrzeigersinn, würde das Ventilspiel kleiner werden. Für das Drehen der Ventile braucht man erhebliche Kraft, deswegen am besten einen langen, starren Hebel benutzen.
hier gut aufdrücken und dann mit viel Schmackes. Die Oberfläche wird gründlich gereinigt. Wichtig ist, dass die Sacklöcher ölfrei sind. Im Extremfall kann ein gefülltes Sackloch zum Reißen des Kopfes führen, wenn man die Schraube eindreht. So, zum Schluss wird die Dichtfläche noch mit ein bisschen Nitroverwindung oder Aceton abgewischt. Und die Fläche wird gründlich mit Dichtmasse eingerieben. Die neue Dichtung einsetzen. Vorsicht, dass keins der Aluminiumdichtsteinstücke in den Motor fällt. Löcher müssen alle schön aufeinander sitzen. Den Deckel schön einstreichen. Den Deckel aufsetzen. Die Öleinfüllschraube muss auf der rechten Seite sein. Werden über Kreuz von innen nach außen angezogen. Erstmal ein bisschen reindrehen, dann noch eine Runde. Zum Schluss Drehmoment. Wir benutzen mal 6 Newtonmeter für den ersten Durchgang. Der letzte Durchgang erfolgt mit 10 Newtonmetern. Tschüss, bis zum nächsten Film.